Hallo ihr Lieben und willkommen zum ersten Video für CC Designs mit dem neuen super coolen Herbst-Halloween-Release für September. Und ja, ich muss sagen, das ist so cool geworden, dieses Release. Es hat mir super viel Spaß gemacht, die Motive zu kolorieren. Und ich werde euch natürlich gleich die 3 Sets zeigen, die es geben wird für dieses Release. Und dann, ja, habe ich auch schon ein bisschen was damit gemacht. Das zeige ich euch natürlich auch. Und wir werden im Anschluss auch noch ein Kärtchen zusammen machen. Und zwar ein Halloween-Kärtchen, auch wenn Halloween jetzt nicht unbedingt für jeden was ist, aber ich liebe es total. Ich liebe dieses Gruselige, dieses, ja, weiß nicht, einfach dieses dunkle, mystische total gerne. Und ja, deswegen dachte ich mir, wir machen noch ein Kärtchen gemeinsam. Bei mir sind die Stempel leider noch nicht angekommen, denn die kommen ja aus den USA. Das dauert immer so ein bisschen, bis die eintrudeln. Aber ich habe euch die Sets dafür einfach mal ausgedruckt und zeige sie euch natürlich gleich. Und ja, ich werde ein bisschen was noch erklären, erzählen zum Thema, wenn ihr auch mal dort direkt bestellen wollt. Das mache ich aber gleich. Denn viele wissen gar nicht, dass das natürlich auch geht. Es hat ein paar Anforderungen, nenne ich es mal, wenn man jetzt aus Deutschland oder aus anderen EU-Ländern dort ordert. Aber ist jetzt auch kein Hexenwerk, wenn man das beachtet. Genau. Und ansonsten, ja, ich habe mir ganz viel schon zurechtgelegt. Die Materialien, die wir für die Halloween-Karte verwenden, die zeige ich euch. Dann auch, das ist so ein bunter Mix aus allem von dem, was ich hier so zum Thema Halloween zu Hause hatte. Und das Schöne für mich jetzt persönlich ist, ich kann es endlich mal verwenden, weil ich bin, wie gesagt, großer Halloween-Fan. Und jetzt konnte ich so einiges aus meinen Sachen mal, ja, für eine Karte einsetzen. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Genau, jetzt erst aber mal zum Release. Wir haben 3 Stempelsets. Ich habe sie euch, wie gesagt, hier einmal ausgedruckt. Und zwar haben wir ein wunderschönes Herbstset. Das sind die Scargrows. Und ja, was soll ich sagen? Wunderschöne Motive, wenn man das niedliche Kolorieren sehr gerne mag. Ihr habt hier tolle Sprüche mit dabei, unter anderem Autumn Leaves and Pumpkins, please. Pumpkin Kisses and Harvest Wishes, Fall Greetings, Sending Autumn Wishes, It's your Fall Y'all und Leaves are Falling, Autumn is Calling. Genau, sehr cool und ich habe diesen hier und diese süße kleine Maus hier koloriert und habe auch damit was gebastelt, zeige ich euch. Und zwar habe ich einmal ein Kärtchen gemacht, ein wunderschönes Herbstkärtchen. Und da habe ich hier einmal diesen süßen Kerl mit Polychromos koloriert gehabt und natürlich passend zum Thema ein paar Kürbisse außenrum und dann ja alles so ein bisschen geschichtet, paar Coliro-Sprenkler und einfach mit Schriften gearbeitet. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Kärtchen sehr, weil es einfach total meine Farben sind. Und ja, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe euch auch. Jetzt muss ich mal schauen, ich lege das mal hier so ein bisschen zur Seite. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das Video ist natürlich noch mal ein bisschen anders als zu den anderen Videos, aber da komme ich noch rein. Genau. So, dann habe ich einmal dieses Kärtchen hier gewerkelt mit dieser süßen Maus hier und habe sie einfach mal in ein kleines Sonnenblumenfeld reingestellt. Auch natürlich herbstlich angehaucht, auch von den Farben her. Und das ist so eine typische Boxcard, ne? Also ihr könnt die hier zusammenklappen und könnt die dann trotzdem verschicken, wenn ihr das möchtet. Wobei ich das jetzt tatsächlich nicht mache. Die Karte ist schon für jemanden Bestimmtes und da kann ich zum Glück, muss ich sie nicht verschicken. Die kriegt die Person so persönlich in die Hand gedrückt. Aber man kann dann hier hinten zum Beispiel auch noch was draufschreiben. Ich liebe solche Karten, weil sie einfach so eine schöne Dreidimensionalität haben. Ja, und die süße Maus ist einfach so toll. Ich liebe sie sehr. Genau, das waren die 2 Inspirationen zu diesem Set. Diese hier möchte ich auch noch unbedingt kolorieren, kam ich aber jetzt leider noch nicht dazu. Und dann habe ich noch dieses Stempelset hier, das ist das Stempelset Showtime. Da habt ihr ganz tolle Stempel zum Thema Beetlejuice. Und ja,
ich kenne Beetlejuice noch aus meiner Kindheit, ist schon ganz, ganz alt und auch ganz, ganz weird. Als ich die Karte dazu gemacht habe, habe ich bei YouTube Beetlejuice dabei laufen lassen, um mich so ein bisschen da reinzufinden. Und es war absolut weird. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wer es kennt, aber diese Sendung ist einfach ja wirklich sehr speziell. Aber gut. Nichtsdestotrotz sind die Stempel richtig cool. Ihr habt hier zweimal den Beetlejuice in verschiedenen Posen und ihr habt seine Freundin, ist das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Linda? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die habt ihr hier auch mit drauf. Und dann habt ihr noch Sprüche. Einmal I myself, I'm strange and unusual. It's showtime, I'm the ghost with the most, babe. Ja, sehr, sehr cooles Set. Die Design-Team-Mädels von CC Design haben auch wunderschöne Inspirationen für euch da vorbereitet. Schaut da unbedingt mal bei den Mädels vorbei. Manche von ihnen haben Blogs, manche sind bei Instagram und manche auch bei YouTube. Also es gibt auch von CC Design einen eigenen YouTube-Kanal und da wird es bestimmt das ein oder andere Mal auch von mir Videos geben. Und, ach, das wollte ich auch noch erzählen, für alle, die nicht der deutschen Sprache, also die nicht verstehen, ich habe für euch die Untertitel aktiviert. Das heißt, dann kann man sich zumindest das einmal unten in Englisch oder in jeder anderen Sprache einblenden lassen, weil ich wiederum bin nicht ganz mächtig der englischen Sprache und ich möchte das niemandem antun, dass ich hier ein Video auf Englisch mache. Das könnte sehr weird werden. Und deswegen, ja, für alle, die trotzdem gerne verstehen möchten, was ich da vor mir gebe, könnt ihr euch einmal die Untertitel aktivieren. Genau. So, und als letztes gibt es einmal noch die Spooky Guys. Und ganz ehrlich, die fand ich wirklich spooky, weil auch da, das sind natürlich die Klassiker, ne? Von Scream, Chucky, hier Michael Myers und Es. Und also früher, als ich jünger war, da konnte ich mir das ja noch anschauen, einigermaßen. Da waren die Horrorfilme aber noch nicht so ganz so krass, wie sie mittlerweile sind. Aber mittlerweile kann ich das nicht mehr angucken. Da kriege ich wirklich die übelsten Albträume. Und ja, aber die Motive sind nichtsdestotrotz richtig cool für das Thema Halloween. Und schaut mal, der hier hält sogar ein Herz. Also nicht ganz so gruselig, aber trotzdem. Und ihr habt hier noch ein Happy Halloween mit dabei. Ich finde aber, so wie es gezeichnet ist, wieder von Roberto, richtig toll. Ich liebe seine Motive und ich glaube, ich habe mittlerweile auch fast alle Stempelsets von ihm. Also da, weiß ich nicht, ich mag den Stil einfach total gerne. Ja, das sind auf jeden Fall die 3 Sets für das Release im September. Und zu diesem Set hier habe ich noch ein Halloween-Kärtchen gemacht. Und zwar dieses hier. Auf Bildern kann man das immer nie so cool einfangen. In der Kamera geht es schon etwas besser. Aber die ist schon wirklich richtig cool geworden. Die hat hier auch wieder so ein paar Glitzersprenkler bekommen. Und da hatte ich einfach so ein bisschen das Thema Beetlejuice versucht umzusetzen. Da, für mich ist das immer das Dominante oder das Prägnante, dieser Streifenanzug, den er immer anhat, weil, ja, wer, wie gesagt, diese Serie kennt, der weiß, dass er nur dieses Zeug hier anhat und auch meistens Mundgeruch hat. Und deswegen, irgendwie wollte ich das versuchen, in der Karte mit einfließen zu lassen und habe das dann so umgesetzt. Und genau das werden wir jetzt auch gemeinsam nochmal werkeln. Wir machen dieses Halloween-Kärtchen, aber diesmal nicht mit diesem Beetlejuice, sondern mit diesem Beetlejuice. Denn den habe ich mir auch schon mal koloriert. Und zwar sieht der gute Mann hier so aus. Auch sehr cool. Ich habe hier gemixt. Also ich habe hier unter anderem mit Polychromos gearbeitet und mit den Castle Art Stiften, weil bei den Polychromos diese hellen Lila-Töne einfach nicht gibt. Und ich wollte das aber so ungefähr umsetzen, wie der halt auch aussieht. Und deswegen ist es so ein Mix geworden und es hat auch ganz gut funktioniert, wie ich finde. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir legen los. Ich mache das Kärtchen mal ein bisschen hier vor mich, damit ich das noch weiß, was ich da so alles getan habe. Und ich habe hier schon ganz fleißig auch gestanzt. Dieses Motiv lege ich auch mal zur Seite. Ihr müsst natürlich nicht genau das gleiche verwenden. Ihr könnt das ja auch immer ein bisschen abwandeln, weil das ist schon ein wirklich bunter Mix an Materialien. Also ich habe mir hier einmal einen Aufleger
oder ein Rohling gestanzt. Und das ist zum Beispiel einmal diese Stanze hier von Lawn Fawn. Die nennt sich hier Scalloped Slimline with Hearts Portrait. Und die benutze ich tatsächlich sehr, sehr oft, weil ich das auch sehr gerne mag, dass es das amerikanische DIN-Lang-Format ist. Das ist nämlich etwas schmaler und etwas länger meistens. Und das habe ich hier einmal in einem lila Ton ausgestanzt. Das hat dann für mich so ganz gut gepasst zu den Farben von Beetlejuice. Dann, ich muss mal hier ein bisschen das alles herräumen. Dann brauchen wir für den Hintergrund ein paar 1 cm Streifen aus schwarzem Cardstock. Da habe ich mir einfach hier schon mal ein paar vorbereitet. Die kleben wir hier gleich einmal auf diesen weißen Cardstock und dann schneide ich das gleich zurecht. Dann habe ich mir hier einmal das hier ausgestanzt. Das ist eine Stanze von Whimsy und zwar diese hier, die habe ich schon super, super lange, aber noch nie benutzt gehabt und das ist Drippy Frame und da gibt es hier noch diese Nummer, wenn ihr die sucht, dann könnt ihr danach schauen, da habt ihr vielleicht noch Glück, die zu finden, weil die hat einfach so perfekt gepasst für mich. Genau, die hatte ich verwendet. Die habe ich mir auch gleich zweimal ausgestanzt aus so einem limefarbenen Cardstock. Damit das ein bisschen stabiler ist, kleben wir uns das auch dann zusammen und übereinander. Und dann habe ich mir noch ein bisschen was für den Hintergrund ausgestanzt. Und zwar hier noch ein paar Spinnennetze. Die sind auch von Whimsy. Und zwar ist das dieses Set hier. Spiders in Webs und das ist einmal hier die Nummer. Genau, da habt ihr hier 2 größere Spinnennetze und auch noch Spinnen. Die habe ich mir auch ausgestanzt. Da hatte ich mir einmal das Spinnennetz und einmal das andere ausgestanzt. Das sind 2 Stück und halt die Spinnen, die da so drin sind. Und dann ein paar Fledermäuse durften natürlich nicht fehlen. Die sind aus diesem Set von Sizzix. Das nennt sich Moonlight oder Mondlicht auf Deutsch. Genau, da habt ihr einmal so einen großen Mond und ganz, ganz viele verschiedene Größen an Fledermäusen. Und die habe ich mir hier auch ordentlich ausgestanzt in verschiedenen Größen. Und als letztes habe ich mir dann noch einmal ein paar Grabsteine ausgestanzt. Und zwar sind das einmal diese hier. Die sind von Creative Expressions und das sind die Graveyards. Genau, Halloween Collection gibt es auch schon ewig. Hier ist nochmal irgendeine Nummer, falls euch die hilft. Auf jeden Fall habe ich die hier ausgestanzt, aber ich habe noch andere ausgestanzt. Und zwar habe ich nochmal aus einem Set von Sizzix mir diese 3 hier ausgestanzt. Einfach um so ein bisschen mehr Varianz zu haben. Wir werden auch nicht alle hier verwenden. Aber ich wollte mal diesmal, bei der anderen Karte hatte ich das nämlich nicht gemacht, wollte ich mal noch diese Form mit reinbringen. Und das Set hier nennt sich, wo ist es denn hier? Halloween 2021. Oh ja, super. Ja, Serie aus dem Halloween 21. Ja, keine Ahnung, es hat anscheinend keinen Namen. Aber es sieht so aus. Es hat diese Nummer, also wenn ihr vielleicht nach der Nummer besser sucht, dann ist das diese hier. Genau. Und als letztes, aber da weiß ich auch noch nicht, ob ich das verwende, habe ich mir diesmal hier so einen Hintergrund noch ausgestanzt, weil das war mir bei dieser Karte hier, da hätte ich hier hinten auch noch gerne was gehabt. Deswegen habe ich mir mal das hier ausgestanzt und das ist auch aus einem anderen Set wieder. Und zwar aus diesem Set von Sizzix. Da ist es hier unten, da sind auch noch so coole Häuser mit dabei. Und das nennt sich Geisterstadt #2. Und da ist auch einmal hier die Nummer. Und ja, da einfach hier das hier ausstanzen. Und als letztes habe ich mir noch ein Stencil rausgesucht. Dann haben wir auch alles. Und zwar diesen hier von Spellbinders. Das ist Layered Full Moon. Und da könnt ihr hier einfach verschiedene ja, Sachen mit, hier, wo ist es, mit erreichen, hier um so einen Mond darzustellen. Genau, den werden wir auch verwenden. Genau, den sollte es eigentlich auch noch geben. Ist zwar auch schon älter, aber das gibt es, glaube ich, noch.
das sind die Sachen, die wir verwenden. Und dann würde ich sagen, ich bereite das hier mal kurz alles so vor, dass wir loslegen können und dann starten wir. Bevor wir mit dem Hintergrund starten, möchte ich gerne einmal noch kurz die Spinnennetze ein bisschen bearbeiten. Und zwar möchte ich denen ein bisschen weiß verpassen, und zwar mit dem Lawn Fawn Pigment Ink in Yeti Weiß. Das ist nämlich richtig gut, um da so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und dafür habe ich mir hier solche Fingerschwämmchen noch zurechtgelegt und werde damit jetzt einfach ein bisschen auf diesen Netzen rumtupfen, damit die hier so eine, ja nochmal so ein, wie so ein Nebel, wie auch immer, bekommen. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen cooler noch aus. Und deswegen einfach hier so ein bisschen drauf rumtupfen. Und dann kann das nämlich schon trocknen, bevor ich da nämlich nachher mir die ganzen Hände schmutzig mache. Also hier ein bisschen tupfen. Manches werden wir sowieso noch ein bisschen wegschneiden hier. Aber ich mache das jetzt mal überall so. So, das reicht schon, ne? Ihr seht, das hat dann hier so einen leichten Spooky Touch. Dann kann das nämlich zur Seite. Und ich kann einmal kurz hier sauber machen. So. Die lege ich einmal zum Trocknen. Und dann widmen wir uns dem Hintergrund. Und zwar habe ich jetzt für meinen Hintergrund, brauche ich 5 Streifen in 1 Zentimeter geschnitten. Aber wir werden uns das noch ein bisschen links und rechts dann zurechtschneiden müssen. Ich möchte gerne, dass es in diesem gestitchten Bereich bleibt. Und deswegen muss ich mir das hier später auf 8 Zentimeter mal 20,6 oder 20,7, ja 20,6, 20,7 abschneiden. Aber als erstes nehme ich mir mal mein Stück Weiß und klebe mir diese Streifen jetzt einfach mal hier so entlang. Und während ich das tue, erkläre ich euch mal oder erzähle euch besser gesagt mal, wie ihr auch in den USA bestellen könnt. Denn manchmal ist es so, dass es sich wirklich lohnt, direkt dort zu bestellen, weil es gibt ja bei CC Design auch eine Sale-Ecke und da sind manchmal richtig, richtig tolle Angebote drin und dann lohnt sich das halt auch mal direkt zu ordern, weil sonst ist es grundsätzlich so, dass der Versand mittlerweile leider sehr, sehr teuer geworden ist und die meisten scheuen sich ja auch immer davor, wegen dem Zoll. Aber da gibt es eigentlich nur eine Regel und da muss man auch drauf achten. Und zwar, wenn ihr in den USA bestellt, dann gibt es die Einfuhrregelung, dass man 150 € nicht überschreiten darf, wenn ihr das hier nach Deutschland importieren möchtet. Und da müsst ihr darauf achten, dass in diesen 150 € auch der Versand mit drin ist. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht für 150 €, also ihr müsst es sowieso dann umrechnen, Dollar zu Euro, aber ihr dürft diese 150 eben nicht überschreiten, denn sonst kommen Zollgebühren. 150 € sind nämlich zollfrei. Da habt ihr dann nur das, dass ihr von der Deutschen Post meistens noch eine sogenannte Bearbeitungsgebühr zahlen müsst. In meinem Fall, wenn ich in den USA bestellt habe, dann waren das so, keine Ahnung, vielleicht 6 € oder vielleicht auch, wenn es mal hochkommt, vielleicht 8 oder 10, aber mehr auf jeden Fall nicht. Und da müsst ihr einfach drauf achten. Wenn ihr die 150 € nämlich überschreitet, dann zahlt ihr Zoll. Und das kann natürlich, je nachdem, wie viel ihr dann bestellt, auch schon recht teuer werden. Und deswegen, wenn ihr aber das beachtet, mit den 150 inklusive Versand, dann seid ihr da eigentlich auf der sicheren Seite und könnt auch problemlos mal in Amerika direkt bestellen. Weil manchmal gibt es auch ältere Sets nur noch dort
und nicht mehr in Deutschland. Und ja, wie gesagt, manchmal lohnt es sich dann, dort zu ordern. Ihr seht, ich lege mir jetzt hier einfach die Streifen immer so an, dass ich einen schwarzen setze, dann setze ich mir einen als Abstandshalter und klebe den nächsten davor, damit immer 1 cm Abstand dazwischen ist. Ich fand das ein gutes Maß, weil könnt ihr natürlich auch größer machen, aber ich habe es jetzt im 1 cm Abstand gemacht. Hier ist wieder großer Lärm außen, aber ich kann das Fenster nicht zumachen, weil das ist einfach sonst zu heiß. Aber ich muss mal kurz schauen, ich glaube, das ist sonst echt ein bisschen laut. Moment, leider geht es nicht anders, da muss ich doch das Fenster zumachen, jetzt muss ich ein bisschen schwitzen. Egal. So, dann klebt ihr das hier wieder vorne dran. Da habe ich anscheinend ein bisschen schräg geschnitten. Weiß nicht. So, dann das hier wieder weg. Und dann einmal das hier. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich bei dem hier das so klebe, weil da habe ich anscheinend ein bisschen schräg gearbeitet. Irgendwie wirkt es auch gerade ein bisschen schräg, oder? Na gut, Streifen sind immer ein bisschen schwierig. Und dann einmal hier noch aufkleben. Man hätte natürlich auch jetzt fertiges Designpapier nehmen können, was Streifen hat. Gibt es ja auch en masse. Aber ich finde, dass es nochmal schöner ist, wenn das einfach so ein bisschen Struktur hat. Und so hat es mir einfach besser gefallen. Ich hatte auch Papier da, was Streifen hat, aber das hat mir einfach so besser gefallen. So, dann haben wir das. Genau. Ich lasse das Ganze jetzt mal kurz trocknen, dann schneiden wir uns das gleich zurecht. In der Zwischenzeit, wenn das kurz trocknet, klebe ich hier einmal das zusammen, damit das auch schon mal trocknen kann. Das inken wir uns auch gleich ein bisschen mit Distress Oxides ein. Da habe ich mir auch schon einige Farben zurechtgelegt, weil wir uns da auch noch den Hintergrund gleich einmal gestalten. Und da einige Farben brauchen. Also hier einmal zusammenkleben. Ihr könnt es natürlich auch einfach lassen, aber ich finde es, wenn das so ein bisschen erhaben ist, einfach ein bisschen schöner. Aber das ist ja Geschmackssache. So, da oben. Zusammenkleben. Schaut, dass das wirklich gut übereinander liegt. Sieht sonst ein bisschen doof aus. Dann hat man hier einfach einen besseren Rahmen. So, das ist auch fertig. Beziehungsweise so fertig, dass es kurz trocknet. Dann kann es zur Seite. Und ich hoffe, dass das hier jetzt so ist, dass ich das schneiden kann. So, wir schneiden uns als erstes mal hier den weißen Rand hier ab. Beziehungsweise, nee, ich schneide erstmal so ab, damit es gerade ist. Sonst schneiden wir nämlich krumm und schief. Also hier einmal gerade abschneiden, damit das angelegt werden kann. Genau. Und dann muss ich das hier auf 8 cm schneiden, aber das ist ungefähr links und rechts so viel Platz gewesen. So, gut schauen, dass es hier oben gerade ist. Sonst schneide ich schief, aber ich glaube, so geht's. Ich gucke halt immer hier, ob das gerade ist und sieht gut aus. Ich halte das hier unten auch ein bisschen fest, weil das immer ein bisschen schwer ist mit dem Schneiden. Einmal und dann jetzt in der Gesamtlänge bei mir in meinem Fall
auf 8 Zentimeter. Das heißt, hier sind 7, da sind ungefähr 8. So ungefähr. Auch da wieder schauen, dass es einigermaßen gerade ist. Ich kontrolliere das lieber nochmal. Ja, das kommt ungefähr hin. Weil umso ungenauer ich schneide, umso schwieriger ist es am Ende. So, dann einmal hier einmal abschneiden. Und dann einmal noch in der Länge. Das heißt, das passt schon fast. Da muss ich hier unten nur so einen kleinen Hauch abschneiden. Also so wirklich so ein Mini-Hauch. So, einmal hier oben. Das ist hier wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. So ungefähr. Ja. Und dann, ich würde nämlich einfach gerne dieses Gestitchte noch sehen, aber es ist fast ein bisschen immer noch zu lang, aber ich klebe das jetzt trotzdem fest, bevor es zu kurz ist. Ich gucke nochmal. Das passt gut. Ja, so ein Mühe muss ich doch noch abschneiden. Sorry. Das ist so ein kleiner Hauch nur. So, ne, einfach gerade hier so ein bisschen noch. Und dann sieht man die gestitchte Linie nämlich auch ein bisschen besser. Okay, dann schon mal festkleben. Da sehe ich nur gerade, dass hier noch ein bisschen Überstand ist. Das hier hat es nicht so richtig abgeschnitten. So, dann hier einmal draufkleben. So, dann haben wir zumindest schon mal einen Teil unseres Hintergrundes. Der Kleber, der geht immer so, zieht immer so schnell an, da kann er gar nichts mehr schieben. So, einmal das. Und dann soll ja das hier später drauf, aber wir müssen uns jetzt hier als allererstes mal den Hintergrund gestalten. Dafür nehmt ihr von eurem Cardstock, den ihr hier noch habt, ein Stück. Ich schneide mir das hier mal kurz ab. Ich glaube, das wird heute auch wieder ein längeres Video. Aber so eine Karte ist halt nun mal auch ein bisschen aufwendig. So, das passt hier gerade so drauf. Genau. Das geht. Dann braucht ihr einen Bleistift und fahrt einmal hier außen entlang. Das muss jetzt nicht haargenau sein, aber wir müssen ungefähr wissen, wo wir später auch abschneiden. Problem ist gleich, dass wir uns die Linie auch wahrscheinlich mit den Distus Oxides ein bisschen wieder überdecken. Aber ich brauche eine grobe Orientierung auch, wo ich den Mond gleich platziere. Deswegen mache ich das hier einmal so. Genau, das reicht. Und der Mond soll hier oben in die Ecke, also hier ungefähr. Und dafür nehme ich mir jetzt hier einmal diesen Stencil. Und der ist ja so ein bisschen mehrschichtig.
Ich brauche einmal das hier und ich brauche einmal das hier. Mehr brauche ich nämlich nicht. Also ich nehme aus dem Set Schablone 3 und Schablone 1 ist es wahrscheinlich. Steht das hier irgendwo? Ja, hier 1, genau. Die 2, die anderen brauche ich erstmal nicht. Dann brauche ich ein bisschen Tape, Masking Tape zum Fixieren. Und jetzt gucke ich einmal kurz, wie ich den hier anlege. Das heißt, wie viel ich davon sehen will. Ich denke, dass das so eigentlich ganz gut passt. Ich lege das so, dass da das alles, also hier zusammenläuft. Also diese Kante mit dieser und deswegen klebe ich das jetzt hier einmal fest. So ungefähr. Genau. Einmal das. Und einmal hier. So, das kann zur Seite. Könnt ihr das natürlich noch ein bisschen mehr festtapen, aber eigentlich geht's. Hier unten mal noch was. So, dann brauchen wir einmal Twisted Citron and Black Soot. Die 2 benutze ich. Ich habe hier solche Teile von Studio Light mit solchen Schwämmchen. Ich mag das immer mit diesen Schwämmchen ganz gerne. Dann einmal Twisted Citron und dann starte ich damit, dass ich einmal hier mit Twisted Citron nur hier drüber gehe. So, und ihr seht schon, die Bleistiftlinie wird halt leider auch ein bisschen wieder überdeckt, aber das ist nicht schlimm, können wir später noch mal grob drüber fahren. Das passt so. Und jetzt mache ich das so, damit die Farben passen, gebe ich mir hier ein bisschen von dem Twisted Citron drauf und hier ein bisschen Black Soot. So, und dann mische ich mir das einfach. Also ich gehe jetzt hier rein und mische mir da so einen dunkleren Ton zusammen. Also seht ihr, ein bisschen hier rein, ein bisschen hier mischen. Dann nehme ich die 3. Schablone und hebe mir das einmal hier ab. Weg. Und dann schaue ich, wie das hier einfach gut passt. Da kann man das zum Beispiel ungefähr so machen. Also ihr könntet das jetzt auch so machen, aber ich will hier so einen schmalen Rand haben. Und dann beziehungsweise so irgendwie. Ich will davon mehr haben. So, so klebe ich mir das fest. Ja, genau, so. Und dann einmal hier drüber. Ja, das reicht schon. Bei den Distress Oxides muss man auch wissen, dass die einfach mit der Zeit noch mal heller werden, wenn die getrocknet sind. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen dunkel, aber das wird noch heller. Ich lasse das jetzt hier einfach mal so. Das schneiden wir uns nachher eh alles weg.
Wem das aber jetzt hier zu krass ist, der kann hier zum Beispiel jetzt auch noch mal ein bisschen drüber. Dann verwischt sich das noch mal so ein bisschen. Dann ist das nicht so eine harte Kante. Also ihr könntet jetzt auch das hier noch mal anlegen, aber ich lasse das so, weil das tatsächlich noch alles heller wird. Genau. So, jetzt mache ich erstmal sauber kurz. Ich komme mir heute ein bisschen vor wie so ein Anfänger. Ich weiß auch nicht. Aber gut, irgendwie wird es schon funktionieren. Okay, jetzt brauchen wir einmal diese Schablone hier von dem Mond, um das Ganze hier abzudecken, weil wir jetzt einmal den Bereich außenrum uns mit den Distress Oxides gestalten. Ich mache das so, dass hier ein ganz, ganz schmaler Rand ist, damit ich da drüber fahren kann, damit sich das besser vermischt. Und klebe das hier wieder fest. Also ihr seht, so eine Karte zu gestalten ist auch wirklich ein bisschen aufwendiger, aber macht ja trotzdem super viel Spaß. Aber ist jetzt auch nicht gerade in ein paar Minuten gemacht. So, reicht das schon? Ich klebe es lieber mehrfach fest, weil wenn das verrutscht, wenn ihr wischt, dann ist das richtig doof. Okay, so, ich tausche einmal die Distress Oxides Farben. Plexit können wir vielleicht nachher nochmal nehmen. Und zwar nehme ich jetzt für den Hintergrund diese drei hier. Da nehmen wir Mild Lavender, Wilded Violet und Wheeler Noir Potion. Die Namen kann ich manchmal echt nicht aussprechen. Die sind da manchmal ein bisschen weird. Okay. Wir starten mit der hellsten Farbe, das ist das Mild Lavender. Ich habe hier wieder die Pads drauf gezogen und nehme jetzt hier mal die hellste Farbe und gehe hier erstmal vollflächig in der Mitte entlang. Weil hier möchte es auf jeden Fall hell haben. Gehe hier schön über den Rand drüber. Dann nehme ich mir die mittlere Farbe, diese hier. So, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wir müssen uns das jetzt gleich hin und her blenden. Aber ich starte dann hier mal mit der mittleren Farbe. Sieht am Anfang immer erstmal ein bisschen schrecklich aus. Das wird aber noch. Und jetzt seht ihr, ich habe mir eigentlich die Bleistiftlinie verdecke ich mir jetzt wieder komplett. Aber wir können das nachher einfach nochmal nachzeichnen, weil wir müssen uns das ja auch ausschneiden. Dann nehme ich wieder die helle Farbe zum Blenden und mische mir die hier jetzt. Die hier auch schön am Rand rein. Und dann nehme ich die letzte Farbe, das ist die ganz dunkle. Und gehe hier einmal nur am Rand entlang. Dann nehme ich wieder die mittlere und verblende mir das wieder. Und dann wieder die helle Farbe. Und da gehe ich jetzt ordentlich nochmal drüber, damit der Bereich, der so teilweise sehr dunkel geworden ist, wieder so ein Ticken heller wird. Aber das reicht schon so. Ich überlege nur gerade, beim letzten Mal hatte ich kein Plexit oder sowas verwendet.
Und fand das dann, als es dann getrocknet war, irgendwie auch ein bisschen hell an der Seite hier. Ich überlege gerade, ob ich da noch mal reingehen soll oder ob ich das so lasse. Vielleicht hier oben so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Ich brauche noch mal unbedingt von diesen Teilen hier. Ich habe nur 3. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man wechselt. Dann sieht man auch immer aus wie so ein Schwein. So, jetzt mal hier gucken. Das war hier unten, wollte ich ein bisschen dunkler und hier oben. So, und dann das hier nochmal. Also schaut auf jeden Fall, dass ihr euer Papier gut festgeklebt habt oder irgendwie auf so einer Matte habt, wo es nicht verrutschen kann, weil sonst ärgert ihr euch, wenn das dann verrutscht und ihr dann irgendwie euren Hintergrund so ein bisschen versaut. So, gehe ich hier nochmal mit dem mittleren drüber. Und am Ende doch nochmal mit dem ganz hellen. Hier, nee. Habe ich jetzt den hellen für das mittlere verwendet? Ich glaube ja. Verdammt. Nein. Ja gut, ist jetzt so. Pech gehabt. So. Das sieht doch gut aus. Dann kann das zur Seite. Hier sieht es immer so ein bisschen danach aus wie auf dem Schlachtfeld. Aber gut. Mache ich gleich sauber. Jetzt möchte ich eigentlich noch gerne einmal mit Wasser sprenkeln. Das finde ich nämlich auch immer noch ganz gut. Die Distus Oxides reagieren ja mit Wasser. Deswegen einmal hier so ein bisschen mit Wasser sprenkeln. Später machen wir das ja auch noch mal mit den Coliro-Farben. Ich brauche einmal kurz die Zebra. Und dann hier einmal das Wasser wieder abtragen. Schaut ihr, das reagiert. Und dann habt ihr hier so eine schöne, ja, weiß nicht, Sternenoptik, wie auch immer. Auf jeden Fall sieht das immer ganz cool aus, aber mir reicht das noch gar nicht. Ich nehme da nochmal drüber. Geht noch ein bisschen mehr. Kurz einwirken lassen. Ihr könnt die auch so komplett auftrocknen lassen. Das hat dann auch noch mal eine andere Optik, aber mir reicht das so. Und jetzt einmal hier alles abziehen. Sehr cool. Was man jetzt noch machen kann, ist, so, das haben wir erstmal so. Wir können hier, damit der Mond noch optisch ein bisschen mehr leuchtet, nochmal mit dem Twisted Citron drüber gehen, über die Kante. Dafür habe ich mir hier solche kleinen Blenderpinsel mal besorgt. Und dann kann man hier einfach noch mal so ein bisschen über den Rand gehen. Und dann kriegt das hier noch mal so wie so einen Schimmer, wenn das auftrocknet. Dann leuchtet der Mond noch ein bisschen mehr. Seht ihr das? Also das sieht man wahrscheinlich recht schwierig. Aber wenn das auftrocknet, dann hat der hier noch mal wie so einen leuchtenden Kranz. Und deswegen einfach hier noch so leicht drüber. Das reicht schon.
Das sieht doch sehr schön aus. Nachher erstmal alles sauber machen. Aber gut, das machen wir jetzt später. Das kann wieder rein. Das, wie gesagt, sieht man alles nachher viel besser, wenn das getrocknet ist. Jetzt nehme ich das hier nochmal und fahre mir nochmal, hier oben habe ich noch so ein bisschen das, was war, fahre mir das nochmal nach. Also das war ja irgendwie so. Und gehe hier nochmal nach, damit ich das gleich ausschneiden kann. Das sieht doch ganz gut aus. Genau, wir kleben das uns auch gleich fest. Da kann ich das immer noch mal gleich nachschneiden. Aber das sieht ja schon ganz gut aus. Beziehungsweise hier unten. Oben kann ich noch ein bisschen abschneiden. Und hier an der Seite auch. So, passt das ungefähr. Genau. Dann inke ich mir dieses hier nochmal mit dem Plexsud ein. Und zwar gehe ich aber diesmal, brauche ich einen Pinsel, also so einen hier. Und das hier, weil ich das dann ein bisschen besser verteilen kann, und gehe jetzt hier einfach noch mal ein bisschen über die Kante, dass das hier noch mal so ein bisschen schwarz eingeinkt wird. So, und dann versuche ich hier mit diesem Pinsel das einfach so ein bisschen besser zu verblenden, dass die Kanten da nicht so hart sind. Gehe ich jetzt hier einfach ein bisschen drüber. Und dann sieht das hier noch mal so ein bisschen schauriger aus, finde ich. So, das reicht schon. Hier unten habe ich ein bisschen viel Farbe verwendet. Versuche ich hier gerade so ein bisschen noch aufzulösen. Oder hier auch so ein bisschen mehr nach unten noch zu bürsten, dass das mehr sich so nach unten verwischt. Aber da kommen ja noch ein paar Sachen drauf, das geht. So, das sieht gut aus. Dann einmal das und das zusammenkleben. Das mache ich jetzt hier so, dass ich einmal hier am Rand entlang gehe.
Hier einmal festklebe. So, und alles, was jetzt hier gleich noch ein bisschen übersteht, das schneide ich mir gleich noch weg. Aber so passt das ja schon mal ganz gut eigentlich. Man muss nur aufpassen, diese Distress Oxides sind halt jetzt noch so nicht wirklich trocken, dass man sich da nicht irgendwie alles verschmiert. Wobei das jetzt bei der Halloween-Karte jetzt nicht das Schlimmste ist, wenn dann noch so ein bisschen, aber trotzdem. So, einmal hier andrücken und dann gehe ich hier einmal noch einmal hier und einmal da hinten. So, jetzt passt das doch ganz gut. Genau, perfekt. Und dann haben wir schon mal unseren Hintergrund, den wir jetzt dann hier einmal gleich anbringen. Den setze ich ein bisschen höher mit 3D-Punkten, aber es fehlen noch die Spinnennetze. Die müssten aber mittlerweile auch einigermaßen trocken sein, hoffe ich. So, da haben wir einmal dieses und da haben wir einmal dieses. So, und das kleben wir jetzt einfach so. Das kommt dann hier so drüber, genau. Und da kann man hier so ein bisschen auch was wegschneiden. Also zum Beispiel das kann man hier wegschneiden. Genau. So. Und oben kann man halt ein bisschen was wegschneiden, weil das halt natürlich schon sehr weit raussteht. Aber das mache ich dann gleich. Ich klebe das erstmal fest, wenn es denn geht, weil der Kleber hier, der ist immer verstopft. Gucken wir mal. Ja, ist schon wieder verstopft. Das ist echt ein bisschen nervig. Ich muss mir da echt mal was anderes überlegen. Ich mache das jetzt dann mal mit dem hier kurz. Aber der ist halt, der hat eine zu breite Spitze. Ich gebe dann hier nur so punktuell Kleber drauf. Das reicht ja eigentlich auch. Aber ich brauche mal so eine dünne Spitze, die nicht dauernd verstopft. Ja, da oben. So, das reicht. Und dann kommt das hier, nehme ich einmal hier so hin. Genau. Da kann man hier oben auch das abschneiden. Und auch hier vorsichtig mal tupfen. Okay. Okay. Dann kann man das hier unten alles abschneiden. Die sieht man nämlich nicht. Ja.
Okay. So, wenn man jetzt möchte, kann man das hier oben ein bisschen kürzen. Das ist mir hier ein bisschen zu lang. Und ja, ich denke, das passt so. Das geht so. Hochkonzentriert hier. So, das kann man hier so ein bisschen rumbiegen. Dann kommt hier einmal 3D-Punkte drauf. Dann kleben wir die hier einfach mal an verschiedenen Stellen. Das müsste schon reichen. Ja, das passt. Und dann klebe ich das hier so ein bisschen schräg auf. Ungefähr mittig. So. Und dann haben wir schon unseren Hintergrund. Dann kommen jetzt einmal die ganzen Sachen, die ich hier noch so vorbereitet habe. So, jetzt gucke ich mal. Eigentlich hätte ich das hier irgendwie noch hinten dran klemmen müssen. Das ist eigentlich ein bisschen doof. Das müsste ich mir dann jetzt irgendwie zurechtschneiden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das brauche. Also, seht ihr das? Ja. Na gut, ich kann hier noch drüber kleben. Und hier unten drunter kriege ich es wahrscheinlich sogar noch drunter geschoben. Also wenn, brauche ich das hier zum Beispiel nicht. Habe ich das hier noch drunter geschoben? Ich hätte das vorher eigentlich festkleben sollen. Aber das kommt mir jetzt erst hinterher. Wenn ich das hier so mache, das geht schon. Und der Beetlejuice, der steht ja dann auch hier so. Allerdings sieht man das ehrlich gesagt eh nicht. Ich glaube, ich lasse das einfach weg, weil das sieht man eh nicht. Genau. Der Beetlejuice, der kriegt auch auf jeden Fall mal 3D-Punkte. Der wird auch höher gesetzt. So, und da schneide ich mir einmal einen durch, damit zumindest der Arm noch ein bisschen stabilisiert wird, weil der Stock, der ist so dünn, da habe ich glaube ich gar keinen 3D-Punkt, der da drunter passt oder der da drauf passt, aber das geht eigentlich auch so. Okay, das. Dann einmal gucken, wie ich die Gräber hier arrangiere. Da habe ich ja einmal jetzt verschiedene. Da hatte ich einmal das so. Dann konnte man den hier wieder dahin. Und von diesen kleineren, ich glaube,
ich muss das mal mischen, weil ich habe aus 2 verschiedenen Cardstock-Farben das ausgestanzt und dann so ein bisschen mehr mischen, sieht dann auch ein bisschen besser aus. Und dann von diesen kleineren. Ups. Irgendwie so. Die setze ich mir ja auch noch höher, aber die wollte ich mir auch noch mal ein bisschen eininken. Das kann noch mal zur Seite. Das heißt, hier gebe ich immer einfach so ein bisschen von diesem restlichen Black Soot hier drauf. Da auch. Meistens ist da ja noch genug Farbe auf den Schwämmchen drauf. So. Dann hat es auch noch mal so einen spooky Touch. Noch mal mit einem sauberen Pinsel das so ein bisschen besser verblenden. Fertig. Und dann würde ich den hier auch einmal auf 3D-Punkte setzen. Einmal. Und dann hatte ich ja den da hatte ich, glaube ich, hier. Genau, das da. Dann nehme ich die anderen 3D-Punkte nochmal, weil das muss ich irgendwie so machen. Und dann gebe ich hier ein bisschen Kleber drauf und klebe die zusammen. Das muss ja jetzt nicht besonders fest sein. Gucke ich, dass das so ein bisschen versetzt ist. Da kommt ja auch noch eine Spinne hin. So, dann Beetlejuice kommt dann hier so hin. Den klebe ich mir tatsächlich jetzt auch fest, weil der ist ja noch mal ein bisschen anders davon der Form wie der andere, damit ich da gleich gucken kann, wo ich die Gräber auf der anderen Seite hinkleben kann, damit da nichts im Weg ist. So. Der kommt hier. Der muss hier so ein bisschen. Einmal so. Und da ist nämlich gar nicht mehr so viel Platz für den anderen. Und da mache ich das jetzt so, dass, weil ich da ja keinen 3D-Punkt drunter packen kann, klebe ich das mir irgendwie hier unten jetzt einfach fest. Dann sieht es auch noch mal so ein bisschen mehr aus, dass es irgendwo auf dem Boden steht. So, dann habe ich den hier nämlich noch. Der kann da auch hin. Der wird auch auf den 3D-Punkt gesetzt. So, hier und hier. Es ist echt eine aufwendige Karte, aber sie ist so cool am Ende geworden. So, dann einmal so, dass das hier auch so ein bisschen übersteht. Und dann habe ich noch das letzte kleine Grab hier. Das kann ich dann hier so hinstellen. Ja, das heißt, das klebe ich hier einfach nur fest. Und da ist da schon der Platz nämlich schon voll. So. Bisschen vielleicht noch ein anderer Winkel. Okay, dann haben wir das. Dann
habe ich das andere doch nicht gebraucht. Dann habe ich noch die Spinnen und die Fledermäuse. Und dann noch die Coliro-Sprenkler und den Spruch aus dem Set. Das kann ich mir dann auch gleich nochmal ausschneiden. Ich glaube, den habe ich nämlich gar nicht vorbereitet. Bei den Spinnen mache ich das auch so, dass ich hier noch so ein bisschen schwarz drauf tupfe. Einfach nur, dass es nochmal ein bisschen mehr Tiefe hat. Aber nur hier so ein bisschen. So, mehr nicht. Und auch bei der Spinne, die kriegt auch einen 3D-Punkt. Den setze ich dann, die setze ich nämlich hier so drauf. Das heißt, einmal da. Und einmal oben dann die kleine hier. Die kleine. So. Die darf dann hier oben rumkrabbeln. So. Als letztes dann noch die Fledermäuse und dann kommen die Coliros und dann sind wir auch schon fertig. Also schon ist gut, ne? Also die Karte dauert schon ihre Zeit. Aber dafür sieht sie auch echt cool aus. Jetzt muss ich die hier noch alle ausleeren. Das, was ich hier noch übrig habe. Gerade noch. Nee, ist dann zu viel. Das wäre dann zu viel. Nehmen wir nur die Fledermäuse. Die könnte man jetzt auch noch mal mit der weißen Farbe ja, bearbeiten, wer das möchte. So, die große, die kommt hier hin. Da habe ich dann noch mal die kleinen 3D-Pads, diese Mikroteile hier. Die sind dafür ganz praktisch, wenn man nicht so viel Platz hat. Also hier einmal. Und dann kriegt die hier noch ein. Dann kann man die festkleben. Da kommt die hier hin. Das jetzt. Oh, super. Richtig gut getroffen. Nicht. Na gut, dann klebt die halt nur an einem 3D-Punkt. Pech gehabt. Und dann nehme ich mir eine etwas kleinere. Also die hängen da teilweise auch echt am seidenen Faden, weil die nicht so große Flächen haben, um sie festzukleben. Aber gut, die Pads hier sind trotzdem gut. Dann kommt die hier hin. So, dann habe ich noch eine kleinere hier, beziehungsweise ich glaube, dann nehme ich diese Größe, die da. Okay. Und dann können wir noch da zwei drauf setzen, wie bei der anderen Karte. Und dann war es das. Das reicht dann auch. Dann nehme ich einmal so eine. So eine und diese hier könnte man noch nehmen. Ja, die klebe ich sogar so fest. Also hier einmal Kleber. Und die kriegt nochmal einen 3D-Punkt. Dann haben wir da alles schön verteilt.
Das ist das Schöne an diesem Set von Sizzix, dass da einfach so viele verschiedene Größen drin sind. Und man dann da auch einfach ein bisschen Auswahl hat. So, das geht jetzt hier ein bisschen über den Arm drüber, aber das finde ich nicht schlimm. Okay, sehr gut. Dann habe ich die noch übrig. Schaut mal, ist das nicht cool? Aber mir fehlt jetzt einfach noch der letzte Klemmer-Effekt. Und dafür hole ich jetzt meine Coliro-Farbe. Dann nehme ich einmal diese hier. Das ist Golden Meadow. Das ist nämlich auch so ein giftiges Grün. Und die passt dann natürlich auch perfekt. Den Spruch It's Showtime, den ich bei der anderen Karte hier verwendet habe, also diesen hier, den muss ich mir nochmal ausdrucken. Oder warten, bis meine Stempelsets da sind. Weil den habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Nee. Dann einmal. Anfeuchten. Und einmal lossprenkeln. Da mache ich hier oben auf jeden Fall ein bisschen was. Dann hier unten. Eigentlich gehe ich so komplett mal drüber, weil ich finde, das macht echt nochmal was aus, wenn die Karte so ein bisschen funkelt. Ja, das reicht. Das zur Seite. Tada! Schaut mal, ist das nicht cool? Also die Coliro-Farben, die brauchen ja immer so ein bisschen, bis sie dann getrocknet sind, aber dann schimmern die ja mega schön. Okay. So, also, dann sind das einmal meine Halloween-Kärtchen. Einmal zwei fast identische mit dem Beetlejuice. Einmal das Herbstkärtchen und einmal hier das Sonnenblumenkärtchen. Und ja, ich freue mich riesig über dieses Release. Ich hoffe, euch gefällt es auch und ihr habt Lust, das Halloween-Kärtchen vielleicht nachzuwerkeln. Ich schnibbel mir jetzt hier noch einen Spruch aus, der kommt dann hier auch noch mit drauf. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao!